Das 5. Semester. Kulturelle Missverständnisse und die Totalüberwachung durch den chinesischen Staat war sozusagen ein Teil davon. Im 5. Semester begannen mehr und mehr die vertiefenden Kurse. Augenscheinlich klingt es also so, als ob man mit dem fortgeschrittenen wissenschaftlichen Arbeiten beginnt. Für das gewiefte 5. Semesterauge heißt es aber nur, dass man noch mehr auswendig zu lernen hat. Insbesondere wenn ich dieselben Kurse wie Grundschullehrämter besuchte, wurde mir bewusst, dass so manches Klischee über diesen Studiengang wohl einen Ticken Wahrheit beinhaltet. Okay, alle Männer mal bitte einmal die Hand heben. Und einmal bitte die Damenwelt. Bro, das ist ein Paradies. Ich möchte nur einmal bekannt geben, ich habe einen Freund. Woo, ich habe auch einen Girl. Ich bin verheiratet. Im 12. Monat schwanger, Mädels, übertrumpft das. Verdammt! Innerhalb der vertiefenden Psychologiekurse fangt ihr dann langsam an, den menschlichen Verstand zu dekonstruieren, zu entschlüsseln, zu verstehen. Okay, Kurs, das hier ist der kleine Albert. Professor, es ist ein Kind, oder? Wow. Sie könnte Therapeutin sein. Wenn ich den kleinen Albert für ungezogenes Verhalten bestrafe, dann nennt sich das positive Bestrafung. Damit dieser kleine Hooligan nicht nochmal unartig wird. Mit fortschreitendem Semester fällt hierbei eine Sache besonders auf. Dass sich innerhalb der Lehramtslehre ein Kreislauf zu wiederholen scheint, obwohl wir ständig gepredigt bekommen, dass wir eben diesen als kommende Lehrergeneration durchdringen sollen. Also Studenten, ab heute sollten Kompetenzen und das Lernen für Sie und die Kinder im Vordergrund stehen. Medienkompetenz, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz. Kein stumpfes Auswendiglernen mehr, keine unnötigen Übungen über Übungen, nur um den nächsten Test zu bestehen. Die Kinder sollen und müssen Verantwortung für sich selbst und das eigene Lernen übernehmen. Sie brauchen Aufgaben, die sie in allen ihren Sinnen herausfordern, denn nur so werden sie auf die realen Probleme dieser Welt vorbereitet sein. Deswegen lernen Sie bitte die Seite 1 bis 184 auswendig. Wir schreiben nächste Woche einen Test. Dankeschön. Abseits der Universitätslehre fing mich langsam etwas an zu wurmen. Seit fast 2 Jahren stand meine Wohnstube völlig leer, weil ich mir eine ordentliche Inneneinrichtung nicht wirklich leisten konnte. Ich bezahlte also monatlich für einen Raum, den ich nur zum Durchlaufen nutzte. Entsprechend kam mir also irgendwann Folgendes in den Sinn. Warum gründe ich nicht einfach eine WG? Das war jedoch leichter gedacht als getan. Die Küche schloss sich direkt an dem leeren Zimmer an. Ich müsste also bei einem eventuellen WG-Setting ständig durch das Zimmer meines Mitbewohners latschen, wenn ich zur Küche wollte. Was dutzende Mal am Tag passierte. Und wäre es schon so dämlich, überteuerte Mieten zu bezahlen, während man gleichzeitig auf jegliches Wohnkomfort und die eigene Privatsphäre verzichten muss. Entschuldigung, wir sind neu hier an der Uni. Weißt du zufällig, wo die Bibliothek ist? Also Inserat online gestellt und innerhalb von einem Tag. Der deutsche Wohnungsmangel wiederum sorgt dafür, dass euch eigentlich immer ein umfangreicher Pool an mehr oder minder geeigneten WG-Kandidaten zur Verfügung steht. Hier ist nur Zimmerlautstärke erlaubt. Zimmerlautstärke? Ja, ich mach schon lauter. Next. Also Sarah, du, das ist mein Stift. Du kriegst den schon irgendwann wieder. Das ist mein Laptop. Ich brauch den doch nur ganz kurz. Sarah, das ist mein Auto. Hast du denn noch nie gehört von T-Kassa, E-Me-Kassa, Marshall? Nach rund 20 Besichtigungen hat es bei keinem wirklich gefunkt. Ein paar Tage später erhielt ich dann eine Mail, die den Rest meines Semesters veränderte. Hallo Marshall, ich Xinping für Semester in Deutschland. Wohnung brauche dringend, nichts gefunden. Ich zahle pünktlich, du Skype? Eine chinesische Austauschstudentin fragte für 5 Monate nach einer Unterkunft an.
Sie war etwas älter als ich und verheiratet. Ich dachte mir, dass das eventuell eine coole Erfahrung werden könnte. Ich arrangierte also mit ihr alles über Skype und holte sie 2 Wochen später mit einem Austauschkoordinator ab. Und oh boy, das gestaltete sich doch alles etwas komplizierter, als ich mir ursprünglich gedacht habe. Also, wie war deine Reise? How was your flight? Oh oh. Schon nach kurzer Zeit machte sich bemerkbar, dass sie weder Deutsch noch Englisch konnte und für den vorigen Schriftverkehr wohl ständig Übersetzungsprogramme verwendete. Völlig bewusst, dass das einige Probleme mit sich bringen wird, konnte ich sie ja trotzdem nun wohl kaum vor die Tür setzen, weswegen ich mich notgedrungen auf das Abenteuer einließ. Wir fingen also an, vor allem am Anfang nur über Übersetzungsprogramme zu kommunizieren. Kannst du bitte den Müll runterbringen? 你去的时候请关门。好的，没问题，我来吧。 Schließ bitte die Tür ab, wenn du gehst. 你能取下垃圾吗？ Und ab diesem Moment wusste Marshall, sie hat ihn nicht verstanden. Über die Monate verbesserten sich natürlich auch etwas ihre Sprachkenntnisse, weswegen sie langsam anfing, etwas mehr Fragen über Deutschland zu stellen. Du Marshall, warum Züge immer später als auf Uhr steht? Und warum ich oft nicht empfange Internet auf Handy? Und wie ich kann finden Stadtwohnung für günstig Geld? Und warum überall so viele alte Leute und nicht jung? Oh, hab Internet! Oh, wieder weg. Sie versuchte natürlich auch umgekehrt, mehr und mehr mir Einblicke in ihre Kultur zu geben. Eines Abends fragte sie mich, ob ich Lust hätte, ihre Familie per Livestream kennenzulernen. Bei diesem Stream redete ich mit ihren Eltern, dem Ehemann, der Großmutter, ihrem Bruder und der Uroma, die wohl alle im selben Haus wohnten. Das wurde dann an diesem Abend aber weniger eine Vorstellung, sondern mehr eine Ausstellung. Das ist Marshall. Oh, dies deutsche Junge? Deutsch krass. German Doktor? Money? Ich war ihr sehr dankbar, als sie versuchte, mir etwas Chinesisch beizubringen. Es stellte sich jedoch mit der Zeit als ein unmögliches Unterfangen heraus, eine Sprache zu lernen, ohne dass dein Lehrer irgendeine Vermittlersprache beherrschte. Marshall, dies Chuchuchause. Dies Chuchuchase. Dies Chuchuchause. Chahurenzun. Die aber wohl prägendste Zeit begann mit ihr, als 2 Jugendliche in die Bahn eingestiegen sind. Diese ganz nach anständiger deutscher Art ihre Gangster-Rap-Musik auf Anschlag drehten und sie wie 2 gut erzogene junge Buben ihre Füße auf die Sitze legten. Ja, Diggi, ich küsse deine Augen. Nee, Diggi, ich küsse deine Augen. Xing, sichtlich irritiert über deren Verhalten, brachte plötzlich eine Aussage, was Diskussionsthema für die letzten Wochen zwischen uns werden sollte. Weißt du, Marshall, bei uns Punkte du verlieren für sowas. Punkte verlieren? Was meinst du? Ja, Punkte minus. Du solches Verhalten, du Minuspunkte. Für gutes Verhalten du Punkte dazu. Für schlechtes Verhalten du Punkte weg. Ort aufräumen, Punkte plus. Gemeinschaft helfen, Punkte plus. Du zu viel spielen Computer, Punkte minus. Du Alkohol zu viel kaufen, Punkte minus. Oh, und wie wird das überwacht? Die Partei sehen kann, was du tust im Internet. Wir viele Kameras. Oder du beschweren kannst dich über Personen. Wenn Beschwerde von vielen, dann du Punkte minus. Und Liste es gibt, du sehen kannst Leute, die viele Punkte und Leute, die wenig Punkte. Xing kam also aus einer chinesischen Stadt, in welcher ein soziales Kreditsystem schon längerfristig getestet wurde. Jeder Bürger startet also angeblich mit derselben Punkteanzahl. Sie bekamen Punkte für erwünschtes Verhalten und verloren Punkte für unerwünschtes Verhalten, was 24 Stunden täglich durch staatliche Behörden, Kameraüberwachung und Spionagesoftware dokumentiert wurde. Okay, und was passiert ab einer bestimmten Punkteanzahl? Ab bestimmter Punkte du kannst Belohnung oder Strafe kriegen. Du nicht aufsteigen kannst den Job, Kinder nicht auf Privatschule kann, du nicht Zug fahren darfst. Bei guten Punkten du auf Austausch können, du Rabatte bekommen bei Einkauf oder Krediteinfache du hast.
Unser Ort nun viel sicherer und schön. Mehr Leute nun helfen. Viel mehr Vertrauen. Nun besser. Ich war fasziniert, aber auch erschrocken. Natürlich fing ich an, die ganze Sache in unseren Gesprächen zu hinterfragen. Findest du es nicht entwürdigend? Massenkontrolle, Verletzung der Privatsphäre. Von ihrer Seite kamen Antworten über Fortschritt, Vertrauen und Sicherheit. Auf der einen Seite war dort dieser freiheitsliebende Weststudent, der jeglicher Einschränkung seiner Rechte sehr kritisch gegenüberstand. Auf der anderen Seite war dort diese harmoniebedachte asiatische Studentin, die massive Einschränkungen akzeptiert, wenn es einem Zweck des sozialen Fortschritts dient. Was aber letztlich dafür sorgte, dass ich Schwierigkeiten bekam, sie zu lesen. Wenn sie mir von all den positiven Seiten Chinas erzählte, ratterten trotzdem in meinem Kopf plötzlich die Fragen: Tat sie das wirklich aus Überzeugung oder weil sie dafür belohnt wird? Danach wurde ich etwas paranoid. Ich lehnte es zum Beispiel mehrmals ab, Selfies mit ihr zu schießen, weil sie diese auf chinesischen Webseiten posten wollte. Obwohl wir uns aufgrund der Wohnbedingungen nie wirklich aus dem Weg gehen konnten, wurde unser Verhältnis immer distanzierter, weil unser Verständnis von so vielen Lebensbereichen völlig auseinanderging. Die Frage war jedoch, konnte oder wollte ich sie nicht verstehen? Denn insgeheim sah ich wohl unsere Rechte irgendwie als erstrebenswerter an. Oder war ich vielleicht einfach nur zu arrogant? Die restlichen Wochen hatten wir uns nicht mehr so viel zu sagen. Wir aßen ab und an miteinander, gingen ein-, zweimal noch weg, aber sonst blieb alles recht distanziert. Unser Abschied war entsprechend freundlich, aber auch befremdlich. Ich brachte sie zur Bahn, wir gaben uns die Hand und mit gebrochenem Englisch ging der Abschied in ein paar Worten vonstatten. Und so endete mein Einblick in eine mir völlig unbekannte und verschlossene Kultur. Am Ende zeigte mir diese WG-Gemeinschaft, dass ich eigentlich nur sehr wenig darüber wusste, wie andere Kulturen die Welt interpretierten. Es machte mir jedoch gleichzeitig bewusst, dass ich von vielen Privilegien unserer westlichen Welt aus tiefstem Herzen überzeugt war und ich davor einstehen sollte, diese nicht zu verlieren. Entsprechend habe ich versucht, im 6. Semester einer Partei beizutreten. Was dabei so passiert ist, findest du durch einen Klick hier heraus. Euer Marshall.